Hallo zusammen! Am 9. August hat das IPCC, der Weltklimarat, seinen Report 2021 vorgestellt, der eigentlich nichts Überraschendes beinhaltet hat. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre steigt seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts immer schneller und wird in diesem Jahr 420 ppm Parts per Million erreichen. Entsprechend ist die Temperatur auf unserem Planeten gestiegen und wird ungebremst weiter steigen. Gegenüber der Nulllinie der Durchschnittstemperatur der Jahre 1850 bis 1900 wird die im Pariser Klimaabkommen festgelegte Obergrenze von 1,5 Grad Celsius bereits um das Jahr 2030 überschritten werden. Leider ist durch den IPCC-Report ein Beitrag von Dr. Niklas Böers in den Hintergrund gerückt, der am 5. August in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Nature Climate Change veröffentlicht worden ist und in dem mit Hilfe mathematischer Hilfsgrößen berechnet wurde, dass der Golfstrom möglicherweise kurz vor dem Kollaps steht. Der Golfstrom ist Teil des im Atlantik meridional, also in Nord-Süd-Richtung zirkulierenden Strömungssystems. Der Fachbegriff lautet Atlantic Meridional Overturning Circulation, kurz AMOC. Diese Zirkulation könnte laut Böers zum Erliegen kommen, was unvorhersehbare Folgen hätte. Es wäre einer dieser Kipppunkte, die schlagartig und unumkehrbar das Klima verändern würden. Dieses Thema fand in den Medien nur kurz Beachtung. Das liegt wohl auch daran, dass die Zusammenhänge sehr komplex sind. Deshalb schauen wir uns das heute einmal genauer an. Amoklauf des Golfstroms habe ich diesen Beitrag genannt. Ich muss euch gleich warnen, dieser Beitrag setzt naturwissenschaftliches Wissen und Interesse voraus. Er ist also keine leichte Kost. Dass es den Golfstrom überhaupt gibt, der Europa wie eine Wärmepumpe mit gemäßigten Temperaturen versorgt, hängt mit einem Ereignis zusammen, das 2,7 Millionen Jahre zurückliegt. Damals entstand dort, wo heute Panama liegt, eine Landbrücke zwischen Nord- und Südamerika und der Wasseraustausch zwischen Pazifik und Atlantik wurde unterbrochen. Das warme Wasser aus dem Golf von Mexiko wird seither nach Nordosten umgelenkt und sorgt nun bei uns für moderate Temperaturen, aber auch für erhöhte Luftfeuchtigkeit. Zeitgleich wurde es sehr kalt auf der Erde, die erste Eiszeit begann und mit ihr eine Abfolge von Warm- und Kaltzeiten. Diese Klimaveränderungen werden durch die sich ändernde Bahn, auf der die Erde um die Sonne kreist, verursacht. In einem Zyklus von 100.000 Jahren gleicht diese Bahn mal einer Ellipse, mal einem Kreis. Dadurch verändert sich die Intensität der Sonneneinstrahlung. Außerdem neigt sich die Erdachse mal mehr, mal weniger. Je steiler sie steht, desto weniger Sonnenstrahlen erreichen die Pole. Dieser Zyklus wiederholt sich alle 41.000 Jahre. 13.000 Jahre dauert es, bis sich die Erdachse einmal um 360 Grad gedreht hat. So ist die Nordhalbkugel der Sonne einmal zugewandt, wenn die Erde ihr am nächsten ist, und ein anderes Mal abgewandt. Diese drei Effekte überlagern sich. Wenn man sie mit ihrer jeweiligen Wirkung in einer Kurve zusammenfasst, dann gleicht diese Näherungsweise den auf der Erde gemessenen Temperaturen mit Wechseln zwischen Warm- und Kaltzeiten im Abstand von um die 100.000 Jahre. Die Eiszeit, die vor 2,7 Millionen Jahren zeitgleich mit der Entstehung von Amok und Golfstrom einsetzte, löste eine Kettenreaktion aus. Die vom Golfstrom in unsere Breiten transportierte Feuchtigkeit führte zu verstärkten Niederschlägen in der Arktis. Eine Eis- und Schneekappe bildete sich, die das Sonnenlicht reflektierte und den Temperaturrückgang beschleunigte. Die Meere können bei niedrigeren Temperaturen mehr CO2 aufnehmen. Der CO2-Gehalt in der Atmosphäre ging zurück. Die Temperaturen sanken weiter. In Europa und Nordamerika wurde es um bis zu 12 Grad kälter. Auf dem Bild kann man erkennen, dass die Gletschermassen ganz Skandinavien und den Norden Deutschlands bedecken.
Auch die Alpen, die ich rot gekennzeichnet habe, waren komplett mit Schnee und Eis bedeckt. Der Meeresspiegel sank um 100 bis 130 Meter, da Wasser mit sinkenden Temperaturen dichter wird, also Volumen verliert und enorme Mengen Wasser als Eis und Schnee gebunden wurden. Man nennt diese Phase die letzten 2,7 Millionen Jahre der Erdgeschichte Quartär. 20 Warm- und Kaltphasen folgten in dieser Zeit bis heute aufeinander. Von den 2,7 Millionen Jahren, die diese Phase andauert, sind in dieser Grafik nur die letzten 450.000 Jahre dargestellt. Alle rund 100.000 Jahre sank der CO2-Gehalt auf unter 200 ppm Teile pro Million und die Temperatur fiel auf -8 bis -9 Grad Celsius unter die hier gewählte Nulllinie. Dann stieg der CO2-Gehalt wieder auf bis zu 300 ppm an und es kam zu einer kurzen Warmzeit mit Temperaturen von +2 bis 3 Grad Celsius. Man sieht auch, dass die Kaltzeiten sehr lange dauerten und nur von kurzen Warmphasen unterbrochen wurden. Nimmt aufgrund der Nähe der Erde zur Sonne deren Strahlungsintensität zu, erwärmen sich die Weltmeere, die über 90% des CO2 auf der Erde binden und geben Kohlendioxid an die Atmosphäre ab. Sie verstärken so die Erwärmung durch den Treibhauseffekt. Zusätzlich steigt der Meeresspiegel um 10 Meter pro Grad Celsius an, weil sich das Wasser ausdehnt und Süßwasser von abschmelzenden Gletschern und Polkappen hinzukommt. Das ist allerdings ein Prozess, der mehrere hundert Jahre dauert, denn der höchste je gemessene Anstieg des Meeresspiegels pro Jahr liegt zwischen 4 und 5 Zentimeter. Wen das Thema Anstieg des Meeresspiegels näher interessiert, der sollte sich dazu meinen Videobeitrag Anschwellen der Ozeane anschauen, den ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Älteste Funde belegen, dass es Vorfahren von uns schon vor 300.000 Jahren gegeben hat. Eiskalte Zeiten haben diese Urmenschen erlebt und überlebt. Es gibt allerdings zwei Besonderheiten in dieser Temperaturgrafik, die die letzten 25.000 Jahre der Erdgeschichte betreffen und die hier in günstigerem Maßstab dargestellt sind. Zum einen, dass die Erde vor gut 14.000 Jahren schon wieder auf dem Weg in eine Warmzeit war, als es noch einmal zu einem massiven Kälteeinbruch gekommen ist, und zum zweiten, dass die letzte Warmzeit, in der wir bis heute leben, mit über 10.000 Jahren erstaunlich lange anhält. Um das erste Phänomen erklären zu können, müssen wir uns einmal die genaue Funktionsweise der Amok anschauen. Im Golf von Mexiko, dem Namensgeber des Golfstroms, erwärmt sich das Wasser stark. Nachdrängendes Wasser aus dem Südatlantik schiebt diesen Strom, immerhin 100 Millionen Kubikmeter pro Sekunde, entlang der Ostküste der USA nach Norden und hinüber nach Europa. Dabei verdunstet viel Wasser, der Salzgehalt erhöht sich. In einem Bogen fließt das kälter werdende Wasser bis an den Rand der Arktis und kehrt dann um Richtung Grönland. Durch Verdunstung ist das Meerwasser immer salziger geworden und hat sich so stark abgekühlt, dass es vor Grönland auf 3 Kilometer Tiefe absinkt und als nordatlantisches Tiefenwasser wieder nach Süden drängt. Im Südatlantik erreicht dieser Strom schließlich den Rand der Antarktis und wird Teil des Strömungskreisels rund um den Südpol. Von diesem Zirkumpolarstrom lösen sich Wassermassen, die im Indischen Ozean und im Pazifik wieder nach Norden drängen, sich erwärmen und in Äquatornähe wieder an die Oberfläche treten. Dieses pazifische Oberflächenwasser fließt dann durch den Indischen Ozean und um die afrikanische Südspitze wieder in den Atlantik und versorgt die Amok aus dem Süden mit Wasser. Dieses 4 Weltmeere umfassende Strömungssystem, das man thermohaline Zirkulation nennt, wird wie gesagt von Unterschieden der Wassertemperatur und des Salzgehaltes in Bewegung gehalten. Beide Effekte überlagern sich. Süßwasser erreicht seine größte Dichte bei 4 Grad Celsius, 1 Liter wiegt dann genau 1 Kilogramm. Ist das Wasser fast 100 Grad warm, sind die Moleküle nicht mehr so dick gepackt und 1 Liter wiegt nur noch 960 Gramm. Eis ist dagegen noch leichter, weil die Moleküle in feste kristalline Strukturen eingebunden werden.
Warmes Wasser ist also leichter und steigt im Meer nach oben, kaltes und damit schwereres Wasser sinkt nach unten. Deshalb ist es tief unten in den Ozeanen kälter als an der Oberfläche. Wird das Wasser zu Eis, schwimmt es aufgrund seiner geringen Dichte wieder oben auf der Wasseroberfläche. Nun kommen wir zum Salz, chemisch Natriumchlorid. Es handelt sich hier um ein bipolares Molekül, das sich im Wasser auflöst. Die positiven Natriumatome und die negativen Chloride bilden mit den Wassermolekülen bipolare Verbände mit jeweils klaren Ausrichtungen. Je mehr Natriumchlorid im Wasser gelöst wird, desto mehr wiegt das Wasser. Ausgehend von der untersten Kurve, hier blau, die Süßwasser darstellt, steigt so die Dichte des Wassers mit dem Salzgehalt. Im Meer sind zwischen 3 und 4% Salz gelöst. Das aus dem Golf von Mexiko nach Europa strömende Wasser erreicht einen Salzgehalt von über 3,5%. Sinkt dieser nur um 0,3%, muss das Wasser 10 Grad kälter sein, um dieselbe Dichte bzw. dasselbe Gewicht zu erreichen. Vor Grönland würde das aus Norden kommende Wasser mit dem Golfstrom aus dem Süden kollidieren, wenn es nicht aufgrund der zwischenzeitlichen Abkühlung bei gleichzeitig hohem Salzgehalt so schwer geworden ist, dass es auf 3 Kilometer Tiefe absinkt. Analysen von Pflanzenfossilien und antike Artefakte deuten nun darauf hin, dass die steigenden Wassertemperaturen aufgrund der rasanten Klimaerwärmung die Stabilität der Amok geschwächt hatten. Gleichzeitig hatte sich ein riesiger Gletschersee auf Grönland gebildet, dessen Süßwasser sich in relativ kurzer Zeit in den Nordatlantik ergoss, das Meerwasser stark verdünnte und den Salzgehalt so sehr reduzierte, dass das Wasser nicht mehr in die Tiefe sinken konnte. Die Amok kam zum Erliegen und ein Großteil der nördlichen Hemisphäre, vor allem Europa, erstarrte in Kälte. Eingeschlossene Gasblasen im polaren Eis zeigen, dass diese Kälteperiode 1000 Jahre andauerte. Kommen wir zur zweiten Auffälligkeit, nämlich der, dass die Warmphase, in der wir heute noch leben, das sogenannte Holozän, eine mit über 10.000 Jahren sehr langen und mit sehr geringen Temperaturschwankungen von nur plus minus 1 Grad sehr konstanten Verlauf genommen hat. Diese klimatische Auffälligkeit hat es überhaupt erst möglich gemacht, dass wir Menschen sesshaft geworden sind und Ackerbau betreiben konnten. Wir haben also Glück gehabt. Hätte es diese klimatische Konstanz nicht gegeben, hätten wir uns weiter als Jäger und Sammler durchs Leben schlagen müssen. Nur weil wir Ackerbau und Viehzucht betreiben konnten, war es möglich, Wohlstand aufzubauen und uns kräftig zu vermehren. Wir haben die landwirtschaftliche Fläche riesigen Wäldern abgerungen, die damals die Erde bedeckten. Neben der Brandrodung haben wir auch Holz für den Bau von Häusern und Schiffen geschlagen. Ganz Europa war vor 10.000 Jahren mit Wald bedeckt, heute sind es nur noch 15%. Von damals weltweit 6,2 Milliarden Hektar Wald sind nur 3,9 Milliarden Hektar übrig geblieben. Wir haben uns im wahrsten Sinne des Wortes die Welt untertan gemacht. Das alles aber war noch nichts im Vergleich zur Industrialisierung der letzten 170 Jahre. Die Entdeckung und Nutzung von Kohle, Öl und Gas hat noch einmal einen entscheidenden Schub gebracht. Mit diesen Energiequellen haben wir es so richtig krachen lassen. Die Folgen bekommen wir immer deutlicher zu spüren. Dazu müssen wir nur die Zeitung aufschlagen oder den Nachrichten lauschen. Die Wetterextreme häufen sich, Trockenheit und Waldbrände auf der einen, Starkregen mit gewaltigen Überschwemmungen und Erdrutschen auf der anderen Seite. Nicht zu vergessen die weltweit 800 Millionen Menschen, die auf Inseln oder in Städten leben, die nur wenige Meter über dem Meeresspiegel liegen. So wird zum Beispiel ein großer Teil von Florida bei nur 40 Zentimeter höherem Meeresspiegel irgendwann in den kommenden 80 Jahren von der Landkarte verschwinden. Doch zurück zur Amok. Niklas Börs sagt in seinem Beitrag in Nature Climate Change, dass die Amok ein bistabiles System ist. Es ist also entweder an oder aus. Wobei die nötigen Klimaveränderungen, um die Amok wieder zu aktivieren, wenn sie einmal zum Erliegen gekommen ist, weit größer sein müssten als die, die sein Aussetzen bewirken. Börs Berechnungen deuten darauf hin, dass wir dem Kipppunkt sehr viel näher sind als bisher angenommen.
Wenn die Amok zum Erliegen käme, würde das die thermohaline Zirkulation, also das gesamte Strömungssystem unserer Erde, verändern. Es würde nicht nur in Europa und Teilen Nordamerikas kälter werden, es würden auch saisonale Monsune, die ganz andere Teile der Welt mit Wasser versorgen, zum Erliegen kommen. Die Folgen sind also unkalkulierbar. Man kann die komplexen mathematischen Ansätze von Niklas Börs sicher diskutieren. Aber nachdem wir mit der Bekämpfung der Klimakrise ohnehin in Rückstand geraten sind, heißt es handeln und nicht debattieren. Es gibt keinen Grund mehr, auf irgendwen oder irgendwas zu warten. Jeder kann einen Beitrag leisten, indem er seinen persönlichen CO2-Fußabdruck minimiert. Hierzu arbeite ich bereits an einem weiteren Beitrag, der die Potenziale aufzeigen wird. Vielleicht gelingt es ja, ein paar Zeitgenossen wachzurütteln. Also teilt das Video, damit es möglichst viele Menschen erreicht. Danke dafür und danke für euer Interesse. Bleibt gesund, alles Gute und Ade.